Ich bin die Brigitte Fuselier. Ich lebe mittlerweile seit 35 Jahren hier in Paraguay, bin ursprünglich aus Bayern, Deutschland. Und ja, eigentlich seit 35 Jahren, werde schon 36 dieses Jahr. Ich bin damals nach Paraguay gekommen, eigentlich durch die Musiker Los Paraguayos. Die sind bei mir damals in meinem Nachtclub, in meiner Akademie mehrmals aufgetreten. Und ich habe mich damals kopflos verliebt in einen Hafenspieler und kam so zum ersten Mal nach Paraguay in Urlaub. Und das war dann eigentlich auch die Entscheidung, ganz nach Paraguay zu gehen. Zur Erklärung, der Hafenspieler ist weiterhin in Deutschland und ich bin in Paraguay. Und das ist eigentlich warum ich damals gekommen bin. Ich habe mich dann aber eigentlich in das Land verliebt, von Anfang an. Paraguay hat einen bestimmten Zauber. Den Zauber kriegt man mit vom ersten Augenblick an oder man kriegt ihn nie mit. Oder man hasst das Land oder man liebt das Land. Und bei mir, ich war von Anfang an in das Land verliebt, in die Leute, in die Solidarität von den Leuten, in die Freundlichkeit, in die Gastfreundlichkeit der Menschen und in die ganze Freiheit, wo man hier gefühlt hat. Ich war zwar in der Diktatur hier drüben in Paraguay schon, 87, als der Stroessner noch da war, aber das habe ich nie gefühlt als Diktatur. Also ich habe es nie gefühlt als Diktatur. Das war eher für mich immer so ein Ansporn auch. Und ich habe das geliebt, mit den Politikern zu reden, die zu fragen wegen Demokratie und Zeug. Das war für mich immer ein Riesenspaß. Also das Land selbst, ich habe das Land geliebt von Anfang an, wegen der Menschen, wegen der Freiheit, wo ich von Anfang an gefühlt habe. Okay, man hat eigentlich Kontakte zu den Politikern, findet man sehr schnell in Paraguay, durch Feiern, durch Feste, durch Einladungen, durch Asados. Überall sind immer Politiker anwesend, sind immer eingeladen. Und dadurch lernt man die Leute sehr schnell kennen. Also in Paraguay ist sowieso ein kleines Dorf. Und damals war es noch kleiner, das Dorf. Und als Deutscher damals bist du auch hoch angesehen gewesen in Paraguay damals, zur damaligen Zeit. Das hat sich dann ein bisschen geändert, aber trotzdem ist man noch gut angesehen. Also ich bin damals nach Paraguay ohne dass ich Spanisch konnte gekommen und habe eigentlich sehr, sehr schnell die Sprache gelernt, weil ich sie lernen wollte. Ich wollte mich verständigen mit den Menschen. Ich habe ja damals noch meinen kleinen Langenscheit dabei gehabt, so einen kleinen Miniaturhelm, und das war mein Retter in der Not. Und da habe ich dann einfach den einfachen Satz gelernt, como se llama, wie heißt das, wie heißt das? Und alle Leute genervt. Und natürlich den Artikel El und La alles durcheinander gebracht und am Schluss wussten die selbst die Paraguayer mal, wie es richtig war. Hat das ganze Viertel am Schluss schlecht gesprochen, was Grammatik anging. Und natürlich ist auch so Mischmasch Spanisch geworden mit Guarani dabei. Das ist aber auch, ich liebe das ja auch in der Sprache, dass sie einfach diese herzliche, warme Art hat, wo einfach halt alles, wo man alles mitfühlt, dass diese Mischmaschsprache. Die muss auch nicht so perfekt sein. Und weil es in Paraguay, was ich auch liebe, mit jedem Menschen ist man per Du. Wenn ich das usted, also das Sie benutze, ist eigentlich für mich eher eine Distanz, weil ich mit der Person keinen Kontakt haben will, keinen näheren. Weil sogar mit Präsidenten und sonstigen ist man per Du hier. Mit den meisten Menschen kennen mich hier in Paraguay 90% unter dem Namen Brigitte, aber keiner kennt mich unter den Nachnamen. Und das dachte ich am Anfang, weil der französische Nachname war, dann wegen einem spanischen werden sie es dann können. Nee, ich bleibe immer bei Brigitte geblieben. Man wird einfach diese herzliche Art, was man hier hat, und diese persönliche, ist einfach was ganz anderes. Ja, also wenn man mich da fragt, was ich hier in Paraguay gemacht habe, in Zeitraffer-Sinn, müsste ich da sagen, fing es an mit Tourismus, ging dann weiter mit Stiftungsleitung, amerikanische Stiftung, dann ging es wieder rüber zu einer kleinen NGO, auch meine eigene kleine Organisation, um den Bauern zu helfen. Dann Sozialthemen, kulturelle Themen, Indianerthemen, Aufforstungen, über 500.000 einheimische Bäumchen aufgeforstet. Dann kam die LUFA dran, viele, viele Jahre, ein großes Erfolgsprojekt. Und am Schluss, als das durch auf das Thema, wenn wir irgendwann mal extra eingehen, fängt mit K an, die Stiftung. Als das dann alles kaputt ging, dadurch habe ich dann am Schluss endlich das auch gemacht, was ich mein Lebtag machen wollte. Eigentlich ein bisschen die Fußstapfen von meinem Großvater folgen, die Naturheilmedizin und die Medizin, natürlichen Sachen vorzubereiten, Tinkturen etc., was halt einfach immer meine Leidenschaft auch war, seitdem aus Deutschland schon, und zwar für südamerikanische Heilpflanzen und Schamanentum. Und das mache ich jetzt wirklich mit Liebe und mit viel Passion seit mehreren Jahren jetzt. Und das ist eigentlich auch das Leben, was ich gerne weitermachen möchte und lernen möchte, auch den Leuten. In Gesundheit, was ich da mache, auch öfters mal Beratungen für die Leute, die krank sind.
Dann natürlich auch die Naturprodukte. Paraguay hat ja unwahrscheinlich wahnsinnig starke Naturprodukte, wo vielen Menschen schon helfen durften. Und da berate ich die Leute halt dafür auch, welches am besten für sie ist, welche Tinktur am besten. Das Schöne ist ja, du kannst es ja draußen sehen, das ist ja wirklich reine Natur, alles Bio, absolut Bio, es gibt hier keine Verseuchungen, sogar Heilwasser. Und alles, was wir herstellen, hat einen doppelt starken äh, Stärke auch, sagen wir mal so, gerade für diese Heilmittel. Und was wir daraus Verdienste machen, dadurch machen wir natürlich unseren Gnadenhof, wird dadurch finanziert von Tieren und wir finanzieren auch andere Tieranstalten mit dadurch, weil es gibt ja keine staatlichen Unterstützungen hier. Und ich habe viele Freunde, die kleine Tierauffanglager haben, aber kein Pfennig Geld und die kriegen halt dann von uns wieder Futter und wir unterstützen dann mit Sterilisation. Wir selbst haben ja hier jetzt im Ganzen, hier draußen, ich komme doch die anderen an, die 20 Hunde selbst und dann die mit den Nachbarhunden nochmal 20, wo wir mithelfen. Katzen, 2 Schweine, Oliver und Goldie, die ja auch Rescue sind, gerettet worden sind und das ist für mich halt einfach alles mit Familie. Die gehören mit dazu, die müssen mit versorgt werden und die müssen gut versorgt werden, die haben auch immer ihren ärztlichen Untersuchungen, alles dabei. Das ist auch wichtig für mich. Die Tiere sind Familie. Die haben mich durch die schwersten Zeiten hier in Paraguay immer begleitet, waren immer da. Und das war für mich immer am wichtigsten. Und darum bin ich auch immer für sie da. Wir sind hier in der Cordillera. Das ist immer für mich einer der schönsten Standorte von Paraguay, weil es hier halt absolut unverseucht ist, die ganze Gegend noch. Es gab hier noch keinen Sojaanbau, es gab hier kein Glyphosat, es gab gar nichts. Und ganz besonders in der Zone, wo wir hier jetzt sind, in unserer kleinen Oasis, da ist überhaupt nie was angebaut worden. Da hat man direkt als Nachbarn, habe ich da die Brüllaffen, da habe ich die Krokodile, da habe ich die Schlangen. Das sind meine direkten Nachbarn hier, sonst gar nichts. Es ist einfach Wildnis, totale Wildnis mit Vögeln, die vom Aussterben bedroht sind, mit Heilwasser. Das Wasser, was wir haben, hat einen Heilwassergehalt. Und das ist einfach, wenn ich weiß, dass ich hier mit Kräutern arbeite und die gleich verarbeiten kann und die absolut saubere Natur dazu, weiß ich halt einfach, dass ich ein tolles Produkt herstellen kann. Und dass dieses Produkt halt einfach auch Heilwirkungen hat, weitaus höhere als für alle anderen. Und das sieht man auch an den Ergebnissen bei den Menschen immer, wie sie sich gleich besser fühlen, wie es ihnen besser geht und wie das Ganze dann einfach einen anderen Weg auch geht. Bei Leuten, die einfach total verzweifelt waren mit ihrer Krankheit und bereits nach 2, 3 Wochen, denen geht's wieder gut. Leute, die sich operieren hätten lassen müssen, Männer mit Prostataproblemen, nach 3 Wochen ist wieder in Ordnung. Also da freue ich mich dann doppelt dafür für die Leute, wenn sie sich einfach wiederholen oder Frauen mit Myomen, wo es dann besser geht, ohne dass sie sich chirurgisch eingreifen haben lassen müssen, die einfach nur Vertrauen haben auf die Mutter Natur und das dann einfach auch ihre Wirkung zeigt. Und deshalb muss man halt natürlich auch alles vereinbaren zusammen, also die Energie, die Umgebung, die Pflanzen, das Wasser, die Luft und vor allem auch die Stimmung, die ganze Energie, wo hier überhaupt herrscht. Hier habe ich absoluten Frieden, hier habe ich absolute Ruhe und diese Ruhe überträgt sich dann halt auch einfach auf die ganzen Pflanzen, wo man dann auch herstellt, die Tinkturen. Paraguay bietet immer noch viele Freiheiten an, kein Vergleich zu anderen Ländern. Du kannst viele Sachen anfangen, du kannst das machen. Wenn es dann läuft, kannst du immer noch anmelden. Du brauchst nicht gleich von vornherein alles anmelden. Du hast hier durch Beziehungen, einfach durch freundliche Art und Weise, wie du dich verhältst, kannst du dir sehr viele Vorteile erschaffen in Paraguay. Ganz viele. Paraguay, wenn du dir natürlich gleich alle anschnauzt immer und blöd daherkommst, dann wird dir keiner das Leben recht leicht machen hier in Paraguay. Also für Pedanten ist das Land nichts, für Perfektionisten ist das Land nichts. Wenn du freundlich mit den Leuten umgehst, kannst du alles erreichen. Ganz freundlich und es geht alles. Und das geht. Es ist einfach nach wie vor das Land der Freunde, der Freiheiten und natürlich haben sie auch ab und zu Regeln. Haben sie natürlich, Gesetze haben sie alle. Und die musst du natürlich auch versuchen zu befolgen. Natürlich kann es mal passieren, dass du sie nicht befolgst, aber dann, wenn du dann freundlich bist, kommst du gleich wieder raus aus dem ganzen Schlamassel. Aber wenn du natürlich, boah, ich bin hier der Stärkste, ich habe viel Kohle, ich kann machen, was ich will, das muss nicht immer hier der Fall sein. Das ist Paraguay wieder ganz speziell dafür. Aber freundlich, Paraguayer sind gern Freunde mit Ausländern, sehr gerne. Die sind auch dann immer für dich da. Paraguayer, wenn es dir schlecht geht, sind sie sofort da für dich.
helfen dir, sind gleich dabei im Krankenhaus etc. Überall werden sie mit dabei sein. Das hast du in Europa nicht mehr mit Sicherheit. Dass sich da jemand so aufopfern würde, wie wir hier das machen. In Paraguay, das bist du ja gar nicht gewohnt. Hier laufen die alle mit ins Krankenhaus, die Leute. Das ist grauenhaft. Du hast gar keinen Frieden, dass du dich erholen kannst im Krankenhaus. Weil da immer jemand um dich herum ist. Du hast keinen Frieden. Das ist nicht wie, dass du Besucherzeiten hast wie in Deutschland. Nein, die sind ständig, kommen die Leute dann zu dir und ständig hast du jemanden um dich herum und ja, die wollen einfach da sein, wollen dir helfen, wollen dir zeigen, dass du wichtig bist für sie. Und das ist eigentlich auch das Schöne in Paraguay. Und das ist halt einfach anders. Das kannst du nicht vergleichen. Aber ich sage ja, für Perfektionisten und Nörgler ist das Land nichts. Du kannst 100.000 Mal alles versuchen, richtig zu machen und es ist irgendwas wieder, was schief läuft hier in Paraguay. So wie der Wasserhahn im Badezimmer, der sich dreht. Das wirst du in 100 Bädern in 70 finden. Ja, was kann der Europäer von den Paraguayern lernen? Vor allem viel Geduld, Genügsamkeit, Toleranz. Das sind mal die wichtigsten Sachen, was ich hier lernen kann. Also meine Ziele jetzt mal für dieses Jahr möchte ich hier draußen diese Wochenendkurse anbieten für die Leute, wo mehr über die verschiedenen Natursachen lernen möchten, Heilkräuter, Heilbäume etc., Lufa, Aufforstung etc. Diese Kurse gibt es dann hier, Wochenendkurse, 2 Nächte Übernachtung etc. mit Vollverpflegung. Das ist mal eins meiner Ziele. Langfristiger gesehen möchte ich natürlich mit Lufa, machen wir auch schon wieder, aber nur im Kleinformat, nicht mehr auf so riesig und nur noch Sachen, wo uns Spaß machen auch. Das wollen wir natürlich weitermachen, auch vielleicht Tierspielzeug und andere Sachen auch noch, was Dünger angeht, wird auch gemacht werden. Aber was halt einfach darauf hinausziehen soll, einfach für Bodenverbesserung, für bestimmte Sachen zu machen, wo einfach den Kleinbauern oder den Leuten der Aufforsten helfen soll, das besser über die Bühne zu bringen. Am Großen und Ganzen mein Lebensabend nicht mehr so hektisch zu verbringen, sondern halt auch wieder ruhig Zeit zu haben, auch in sich gehen zu können und auch vor allen Dingen vielleicht, wenn das ganze Wahnsinn mit dem Reisen und diesen ganzen Kontrollen ein bisschen weniger wird, auch mal wieder reisen. Aber momentan habe ich da keinen Bock drauf. Nur solange da irgendwelche Bestimmungen noch kommen könnten wieder. Ansonsten fühle ich mich eigentlich hier draußen ganz wohl. Und halt einfach auch der Kunst wieder widmen. Ich habe ja immer Kunst, ich habe ja früher sehr viel veröffentlicht, auch ich möchte vor allem wieder Kunst machen auch und verschiedenste Sachen in die Richtung machen. Da habe ich ja schon angefangen, Atelier zu bauen. Und in die Richtung soll es ein bisschen gehen wieder. Einfach mein künstlerisches Leben noch ein bisschen ausleben jetzt in den letzten Jahren. Man weiß ja nicht, wie lange es geht, wie lange die Gesundheit einen auch das zulässt. In die Richtung möchte ich gehen. Das ist mein Ziel.